Und weiter geht's mit der Thaumaturge. Wir sind gerade im südlichen Teil der Stadt und wollen jetzt nochmal kurz hier alle Points of Interest abklappern. Und dann auf jeden Fall nochmal in den Bahnhof. Denn ich denke, dann müssen wir mal die Hauptquest weiter vorantreiben. Damit wir generell mal weiterkommen. Genau. So war der Plan. So, das müssten wir eigentlich schon gehabt haben hier. Ich glaube ja, das ist ja der Warschauer Kurier. Den hatten wir auf jeden Fall schon. Oh, hier kann man noch mit jemandem reden. Beer, it's got flavor, vitamins and minerals. I don't drink for health. Vodka. I can see you having a serious debate, gentlemen. Better tell us what you prefer. Dich für Wodka entscheiden, sagen, dass du Bier bevorzugt. Keins von beiden, du trinkst nur Champagner. Das wäre natürlich ein bisschen eingebildet, ne? Oder sagen, dass wir gar nicht trinken. Naja, bei Shampoos gibt es wahrscheinlich auf die Glocke. Ich persönlich bin eher der Biertyp, glaube ich. Nothing cools you down like a cold beer, especially now. Especially in the morning. And you take your fancy schmancy taste and get out of here. Get up, both of you. Vodka. Ah. Na gut, dann kämpfen wir wohl. Da können wir mit dem Bukawatsch rauf, das ist gut. Dann fangen wir damit doch einfach mal an. Und wir geben dem ein bisschen Schaden über Zeit drauf. Der ist auch schon gepeinigt. Der kann ja eigentlich... Jo, der kriegt die blutige Hochzeit ab. Dann bekommt er auch nochmal ordentlich Schaden. Ja, geil. Wir haben direkt mal 2 schöne Errungenschaften gekriegt, dafür, dass wir den Gegner nicht einmal zum Zug haben kommen lassen. Auch nicht schlecht. Okay, das kannten wir auch schon. Achso, das ist die London Bar. Stimmt, hier waren wir ja mit unserem Kollegen. Dann war der Point of Interest hier wahrscheinlich der Bahnhof. Aber da wollten wir ja eh noch mal rein, weil eigentlich sollen wir da ja auch noch eine Person treffen können, die uns ein paar Geschichten erzählt. Aber wir waren hier ja auch nur einmal ganz am Anfang. Vielleicht gibt es hier ja mittlerweile noch ein paar andere Sachen, die wir finden können. Sieht allerdings leider gerade nicht ganz danach aus. Oh, eine alte Dame. Mit der schnacken wir natürlich auch nochmal. Oi, my grandson, it's you. Help me. These bags are so heavy and I'm not so young anymore. Would you take them to the car for me? Ja, warum nicht? I'll help you. Where's your seat? Would you take them to the car for me? And this one, I bet he's in cahoots with her. Grandson? You old crook, where's our load? Probably in these bags. She told you to lock these?
It must be a mistake. Help your grandma. Wir stehen mal für die alte Dame ein. That's all right, Grandma. That's what grandsons are for. Kick the crap out of him! Einem guten Kampf gehen wir doch nicht aus dem Weg. Ja, das sind eh zwielichtige Kerle. Einmal mit Upir und einmal mit Bukawatsch. Die kriegen wir ja relativ einfach dann ausgeschaltet. So, das heißt, er hier bekommt direkt mal alte Wunde und das Heulen ab. Startet ja auf jeden Fall schon mal sehr kampflastig hier. Okay, der ist gleich hinüber. Der ist noch immun gegen Statuseffekte. Dann hauen wir den erstmal so ein. Genau, weil der ist jetzt eh hinüber. Ja, und dann kriegt er Untergang ab. Dann ist er auf jeden Fall hinüber danach. Thank you, my grandson. Wait a second. Granny will give you a little something for your trouble. No need, Granny. Well then, take my bags to the train, young man. Fragen, was in den Taschen ist, oder ihre Taschen zum Waggon bringen? Ne, wir haben uns für sie geprügelt. Ich würde sagen, wir fragen mal nach. What's in them, Grandma? Merely a granny's knickknacks. A family heirloom, so to speak. All right, let's go, or you'll miss your train. Yes, indeed. Or more of those scum will turn up. I raised you well, my grandson. That wasn't too hard. Ah, okay. So, gibt es sonst noch irgendwas hier? Nö. Schade. Okay, dann halt nicht. Haben wir hier noch irgendwo was Neues? Nicht hier wirklich. Genau, Punkte haben wir noch eine ganze Menge, kommen ja aber noch nicht weiter. Weil das uns fehlt. Gut, dann nützt das natürlich nichts. Weil die Zwickmühle des Schneiders kriegen wir so auch nicht weiter. Ja, dann Hauptquest. Dann leider die Hauptquest. Dann schauen wir mal, was in dem Hotel so vor sich geht. Da finden wir wahrscheinlich auch wieder sehr viele verschlossene Türen und sehr viele Möglichkeiten, irgendwas zu erkunden. Vielleicht ja auch neue Inspiration für unseren Schneider. So, was haben wir denn hier? Benutzen.
Well, I don't know. I don't know. I see you went to a barber. That's something at least. Recently I met a bearded guy who's not especially fussy about his appearance. And yes, people welcome him everywhere with open arms anyway. Maybe he's a natural charmer. I've heard that can get you into the Imperial even without a tailcoat. Very funny. Are you getting dressed so we can go, or have you changed your plans? Anziehen und gehen. Yes, let's go and see if I do fit in. In that case, I'll go get changed too. Sieht doch gut aus. Look at you. And here I worried I was the only one who looked good in trousers. Very chic choice. Bedanken und das Kompliment erwidern. Thank you. You look fantastic. Thank you. You think Papa would be mad that we're going to a party right after his funeral? I hope so. Victor. He could have kept from losing the Black Grimoire. Are we ready? Yes, the carriage is waiting. Also die Klamotte gefällt mir auf jeden Fall. Welcome to the Imperial Hotel. How may I help you? Ligia Szulska, here on the invitation of Svetlana Rumiantseva. Yes, we are expecting you, of course. The soiree is taking place in apartment 237, second floor. I wish you a thrilling and successful evening. I'm impressed. How did you sort that out? Our name still means something. Let's do our best to keep it that way, all right? Also müssen wir uns ein bisschen benehmen. Oh. Who are you, my golden slithering friend? Victor? Victor. Victor! Can you hear me? Yes. Of course. These people are just waiting for us to put a foot wrong, understand? We're walking into the Viper's Den, brother. Wir sollten uns am besten erstmal nicht von ihr trennen, denke ich. Everything's all right. I just got a little lost in thought. I'll be good, I promise. I'm going to hang around here a little longer. I'll meet you upstairs. See you there. Ah, wir sind lieb. Wir bleiben lieb. Aber das sah cool aus. Vision eines Salutors. Ich hörte ein langgezogenes Zischen und rasselnde Schuppen. Das kann nur eins bedeuten. Irgendwo im Hotel Imperial treibt sich ein Salutor herum. Und irgendjemand hier trägt ein Laster in sich. Ja, hervorragend. Da ist Sergei. Oh. Eine Prozession, schlanke Beine, bunte Federn und melodischer Stimmen. Im Gegensatz zu Revue-Tänzerinnen ziehen diese Schönheiten ihre Liebhabern das Geld unabsichtlich aus der Tasche. Ja, Papageien, ne? Nee, Pfauen. Nee, generell irgendwelche Kunstvögel. Na gut. Ja, reden wir mal mit den Leuten. Well, well, someone new. Good evening. Good evening, Viktor Szulski. Irina Orlova of those Orlovs. This is Natalia Obolenskaya, and this strangely quiet soul is our delightful Sofia Skawan. Irina is exaggerating. Nice to meet you, Mr. Szulski. The Governor General's daughter herself. How do you do? What can you tell us? Die Tochter des Generalgouverneurs.
Ist die diesjährige Debütantin der Warschauer Gesellschaft, die viele Augen auf sich zieht. Die junge Salonlöwin genießt die Aufmerksamkeit, die ihr zuteil wird. Erstmal fragen wir, ob sie Spaß haben, denn wir können noch nicht das Entscheidende machen. We can't complain. Seeing as we're debutantes, we're getting a lot of attention. Really? Maybe you'll tell us something about yourself. Nee, noch nicht. I need to slip away for a moment. Oh no, what a shame. Weil wir wollen unser Laster gerade nicht weiter schärfen. Oh, hier ist noch was. Werbeplakat für die... Hey! Werbeplakat für die Seance. Ein Werbeplakat für die mysteriöse Madame Samira. Die Oberfläche des Plakats spiegelt die positiven Gefühle der Passanten wider, die es sich durchgelesen haben. Darunter die Neugier in Bezug auf das mysteriöse Medium und Aufregung, die sich durch einen erhöhten Puls verrät. Anscheinend sind die Seancen der Madame sehr beliebt. Okay. Okay, in der Gruppe können wir nichts checken. Dann schnacken wir mal mit dem. What did we come here for? These soirees are for old people. Good evening. May I? Please, we're not discussing anything consequential. You keep on worrying about yourselves. I intend to make the most of this evening. See, I told you he was in love. Miss Scowan is out of your league, my friend. To say nothing of her father. Ah, wir hören mal weiter zu. Old Scowan and I are practically on first-name terms now. You'll see. I'm sure. So, one eye-catching girl has already got an admirer. What does that leave us, Maxime? Not much. The dull, the silly, or, well, the old. En parlant de Ligia Shulska, she just passed this way. Pigs will fly before someone fancies her. She'd actually prefer Sophia Scowan, according to what I've heard. Well, what do you think? Vernarrtheit. Sergei will seine Gefährten beeindrucken. Er hofft, sie davon zu überzeugen, dass er ein würdiger Kandidat für die Hand der Tochter vom Generalgouverneur Skalon ist. Sergei hat Pläne in Bezug auf Sofia, die er jedoch noch nicht verwirklicht hat. Wir stellen uns mal vor. My name is Viktor Schulski. Well, there we have it. Wir sagen nur, dass es uns nicht gefällt, was sie sagen. And I don't like what I just heard, especially about my sister. And, what are you going to do about it? Das Ding ist, wir dürfen keinen Streit anfangen. Ich denke, dann fliegen wir raus. Gentlemen. I promised that I would be well behaved tonight. Lunatic. Okay. Goldener Käfig. An dem goldenen Käfig sitzt ein exotischer Vogel, der mich mit seinen schwarzen Knopfaugen beobachtet. Um den goldenen Käfig schwirren geflüsterte Worte einer Frau, die darüber nachdachte, ihn zu öffnen. Sie stand kurz davor, den Vogel aus Jux zu befreien, um das darauffolgende Chaos zu genießen. Irgendetwas hielt sie jedoch davon ab, weshalb der Vogel noch immer im Käfig ist. Okay, aber vielleicht können wir den Damen jetzt was erzählen über die Typen. Isn't that our Mr. Schulski? Sagen, dass du von dem goldenen Käfig weißt. I've heard a certain secret. Do you want to hear it? Come now, we won't tell anyone. Vom goldenen Käfig erzählen. Someone was recently playing with the lock on one of the gilded cages, wondering what would happen if all the birds escaped captivity. And I know for certain it was one of you. Sophia, that sounds like you. Admit it. And now what will happen to us, Mr. Schulski?
Sagen, dass ihr Geheimnis sicher ist. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir dann noch mehr rausfinden. Oder vorschlagen, dass ein Geheimnis gegen ein Geheimnis getauscht wird. Das wäre allerdings eine stolze Antwort. Nee, wir sagen mal, dass das Geheimnis sicher ist. I assure you, your secrets are safe with me. On one condition. What's that? In exchange for my discretion, I need another secret of yours. That's the only way to keep everyone in check. What should I choose? Our fathers don't know we're here. There you are. How naughty. None of your fathers know? None, especially not Sophia's. Otherwise, he wouldn't have let her come. I'm very satisfied with this trade. And what now? Ja, wir gehen I erstmal. need to slip away for a moment. We should go as well. We've really forgotten ourselves around you. That's nice to hear, but I understand. The soiree won't wait. I hear Rumyanseva has invited a real medium. Will there be ghosts? That I'd like to see. Aufsässige Debütantinnen. Sophias Gefährtinnen haben mir im Vertrauen verraten, dass Sophia sich mit ihnen aus der Soiree geschlichen hat, ohne dass ihr Vater es bemerkt hat. Für sie war es eine aufregende Erfahrung. Es lässt sich nicht leugnen, dass sie es als Nervenkitzel empfand. Okay. Oh, ein Fächer. Mit Perlmuttgriff. Wahrscheinlich hat die Besitzerin damit meistens ihr freches Grinsen verdeckt. Der gehört Sophia, okay. Ein klassisches Manöver der gehobenen Gesellschaft. Simpel, aber effektiv. Die Besitzerin des Fächers ließ ihn kokett und vorsätzlich fallen, um meine Aufmerksamkeit zu erregen. Ich werde sie nicht enttäuschen. Okay, das ist spannend. Gut, wir könnten natürlich noch mit dem Streit anfangen. Das würde uns aber, glaube ich, nicht helfen. Deswegen gehen wir mal höher. Weil wir brauchen ja auf jeden Fall die Person, die von dem Salutor verfolgt wird. Okay, auch Svetlana ist scheinbar darunter. Hoppala. Gegen die Wand gelaufen. Mr. Shulsky? I didn't expect to see you here, of all places. You don't know how very flattering that is. And what brings you to the Imperial? Macht das Sinn? Ich glaube ja. Sagen, dass du Teil der gehobenen Warschauer Gesellschaft werden möchtest. The cream of Warsaw's society is here, so I thought it would be worth showing my face. With a name like yours, I'm sure you fit right in. After all, someone must have invited you. Sagen, dass du mit deiner Schwester hier bist. I'm not worthy. My sister brought me along out of pity, I think. And so, Miss Ligia is here too. Why do you ask? No reason. What are you hoping for this evening? Who knows? Maybe I'm keeping an eye out for the future Mrs. Schulska. Best of luck. You'll need it, since Ligia ended up with the entire inheritance. Fragen, woher das weiß. How do you know all these things? People talk, I listen. That's all. Fragen, was hier macht. And what are you doing here, Mr. Konieczkin? I'm passing the time. Ah, curious hobby. I'm simply interested in people.
Fragen, was er dir über die Gäste erzählen kann. Vielleicht weiß er ja was. Do you know these circles well? They're not hard to figure out. A gang of none too bright layabouts, chasing amusement after amusement after amusement. Do you feel part of that gang? I'm not one of them. And neither are you. Nor was your father. Fragen, wer er ist. Who are you, really? Just someone who wants to enjoy himself at a party. Fragen, woher er deinen Vater kannte. Who did you say you were to my father? A trusted acquaintance. I supported him with good advice. Though truth be told, he rarely needed it. Your father had a gift for making good decisions. Which of my father's decisions would those be? Ones that were good for your family. Perhaps we'll have the chance to return to this another time. Goodbye, Mr. Schulski. Oh. Yes, I'm sure. Interessant. Na gut. Dann gehen wir mal in die Suite 237. Schon wieder so viele Leute. Okay, das ist Svetlana. Thaumaturge never fails me. There is something here. Das ist Samira. Kerzen in einer Reihe. Die Flammen formen sich zu einem Bild. Eine Hand, die über dem Feuer tanzt. Ein Augenpaar. Das der Hand folgt und Lippen, die angespannt und aufgeregt Worte von sich geben. Das Versprechen, etwas einzufangen, die Sicherheit, dass das Vorhaben gelingen wird. Du wirst mir gehören. Um wen es wohl geht. Ein mysteriöses Buch mit Ledereinband. Eilig gekristelte Worte, nervöses Blättern, unleserliche Notizen und noch etwas anderes. Eine Handlung der Hand, die ich nicht definieren kann. Etwas verbirgt sie vor mir. Als ob das Buch nicht gelesen werden möchte. Merkwürdig. Ach, verdammt. Maybe that's enough. What do you want? The trick with entering someone's head. I know one person who can do that. You're not much of a thaumaturge if you can't. You come here to torment me, unmask me. I don't see any fun in unmasking you. So what do you want? Okay, sie ist auch eine Thaumaturgin. Nee, wir schnacken direkt über den Wilden. I noticed a wild Saliter here. I understand your being here has something to do with him in particular. Keep your nose out of this. Why? Because I'm warning you. Herausfinden, wie viel sie weiß. What do you know about this Saliter? Do you know its name? Don't you? A name doesn't tell us much anyway. All that matters is picking out the person in this crowd with the flaw. I know perfectly well who carries the flaw. Another reason for you to stay out of it. Also nach der Person mit dem Laster fragen. The person with the flaw attended the seance, right? So I'm on the right track. Have you finished? Person mit dem Laster nimmt also an Samiras Seance teil. Die Thaumaturgin hat alles clever geplant. Wir beenden das Gespräch. So should we finish up? That would be best. And listen to me carefully, Mr. Whatever your name is. Schulski, but you can call me Victor. Now, Mr. Schulski, you will vanish like a bad dream, and I will get back to work. Das werden wir nicht tun. Oh, wir können hier zuhören. Werden das aber direkt mal wieder gucken, dass wir das schnell abbrechen. Nicht, dass wir geclaimt werden oder irgendwas. Champagnergläser. Die Lippen, die vor kurzem noch mit Champagner aus
diesem Glas benetzt waren, formten immer wieder verletzende und verächtliche Worte. Irgendwann... Was? Irgendjemand bereut es anscheinend, diese dumme Truller Luisa geheiratet zu haben. Ich bezweifle ehrlich, dass sie die dümmere von beiden ist. Okay, Ligia ist hier. Mit Svetlana müssen wir auf jeden Fall noch schnacken. Einen Cognac genießen können wir auch noch. Das machen wir auf jeden Fall auch noch gleich. Das gibt uns bestimmt wieder ein Bild. Stimmt, wir haben einen neuen Salutor gesehen. Serin. Das war der Vogel-Salutor von der Samira. Ja. Dann trinken wir erstmal einen Cognac. Diskrete Halbsätze, unehrliches Lächeln und verstohlene, hinter Fächern verborgene Blicke. Nur Schein, kein Sein. Ich bin in eine Schlangengrube gefallen. Hier will jeder Schritt wohl überlegt sein. Oh, sieht aber cool aus, das Bild. Gefällt mir. So, dann müssen wir jetzt ja eigentlich nur noch mit ihr reden. And the general says to him, "Tell us something funny." Then Bautsky replies, "General, why don't you shoot a cannon first?" That's a good one. I'll have to tell it tomorrow at the Orloffs. Who might this be joining our conversation? You know, sir, your face looks familiar to me. My name is Viktor Szulski. Ah, yes, I can see something in your eyes. I was sorry to hear about your father. I'll see you next time, darling. Wonderful party. See you there. Oh, die hauen beide ab. I think I've offended the creme de la creme of Warsaw. This is hardly the creme de la creme. How do you find my soirée? Ja, wir sagen mal, was wir von der Soiree halten. I admit I'm getting reacquainted with the social scene. You spent a long time traveling, didn't you? 15 years. Over that time, I got used to harsher surroundings. And believe me, drawing rooms can be just as dangerous as untamed steppes. You've met Anastasia and Marina. What about the others? Sie auf ihre Gäste ansprechen. I've already met several distinguished guests. Madame Samira definitely stands out. She is exceptional, isn't she? Her presence is the crowning glory of the evening. Has anyone else caught your eye? Ivan Konieczkin, for instance. Apparently, he knew my father. How remarkable. I wasn't aware. Konieczkin is something of a secretive person. And have you yet had occasion to meet the debutants of this season? I'll be sure to seek them out. This evening, Sofia Skowen herself is to grace us with her presence. Well, well. I suggest you move quickly. The competition is fierce. Auf den Punkt kommen und sagen, warum wir hier sind. The crux of the matter is that I'm here because of my father. You knew him. That doesn't sound like a question. Of course, I was his customer. I truly am sorry for you, both of you. The death of someone close is always a dreadful blow. Please accept my condolences. Nachdrücklich über deinen Vater reden. Svetlana Petrovna, I must insist. Can you tell me something more about my father? Mr. Szulski, I assure you we have the most delectable vodka. Oh, sie weicht uns aus. Besides that, I warmly encourage you to join Madame Samira's séance. It will be an unforgettable experience. I wonder, is that truly everything our soirée can offer you?
I've got no choice but to suffer through tonight. No need to mince words. Okay, eine Gedankenspur. Dezente Andeutung. Svetlana weigert sich, offen mit mir zu reden. Vielleicht ist sie nervös, weil wir von Augen und Ohren umgeben sind, die nach Klatsch und Tratsch lechzen. Trotzdem spüre ich genau, dass sie mir etwas mitteilen will. Ich sollte mich in ihrer Umgebung genauer umschauen. Vielleicht finde ich so mehr heraus. Okay, dann folgen wir der Gedankenspur. I felt something. Where is it? Der Kachelofen. Auf dem Gusseisen sind Ruß und Reste eines verbrannten Briefs zu sehen. Ihre sonst so ruhigen Hände zittern fürchterlich, während sie die Zeilen liest. Er beobachtet sie. Das wusste sie bereits, aber wie kann er es wagen, ihr zu drohen? Aufgeregt warf sie den Brief in den Ofen, zu dumm, dass sie die Person, die sie beobachtet, nicht so einfach loswerden konnte. Die Überreste enthalten die Besorgnis des Autors über Svetlanas Zustand, die dieser in einem scheinbar wohlwollenden Ton äußert. Die Nachricht endet mit einer verschleierten Drohung, die darauf hindeutet, dass der Autor bald in Aktion zu treten gedenkt. Okay. Eine Reisetruhe. Die Truhe steht immer bereit. Svetlana hat ihre persönlichen Gegenstände mehrfach in die Truhe gepackt und wieder herausgeholt. Ihre wachsende Nervosität und Unsicherheit sind deutlich zu spüren. Soll sie gehen oder ist es besser zu bleiben? Am Ende beschließt sie wie immer weiter zu warten und schließt die leere Truhe mit einer rastlosen Hand. Okay. Eine Perlenkette. Die Zuneigung und Dankbarkeit einer Frau werden durch die Schamgefühle einer anderen überdeckt. Obwohl die Kette ein gut gemeintes Geschenk der Zarin ist, fühlt sich Svetlana jedes Mal schuldig, wenn sie sie sieht. Okay. Seidenkissen. In dem Stoff ist eine Erinnerung an unbeschwerte Stunden, Leidenschaft und Geborgenheit verwoben, die von zwei Menschen lange herbeigesehen wurden. Zwei Menschen haben hier beieinander Trost gefunden. Zwei Menschen, Svetlana und mein Vater. Oh. Ups. Die Seide erinnert sich an die zaghaften Pläne. An die wiederkehrenden Zweifel, an das friedliche Gefühl, dass alles so ist, wie es sein sollte. Und an andere chaotische Gedanken, die vom Rausch der Leidenschaft rühren und deren Details ich lieber nicht wissen möchte. Geschmolzene Kerze. In dem Wachs ist eine Mischung aus aufrichtigem Kummer und Angst erstarrt. Diese Gefühle wurden jedoch schnell mit geübter Kontenance überspielt. Diese Kerze stellt den besten Abschiedsgruß an einen Verstorbenen dar, den Svetlana sich leisten konnte. Svetlanas Ängste. Kein Wunder, dass Svetlana so schmallippig war. Sie hat Angst, dass sie jemand auf Schritt und Tritt beobachtet, der viel über sie weiß und vielleicht sogar ihre unterdrückten Fluchtgedanken kennt. Dazu kommt, dass sie eine Affäre mit meinem Vater hatte. Vielleicht kann ich sie dazu bringen, mich ins Vertrauen zu ziehen. Dann könnte ich sie endlich nach dem Schwarzen Grimoire fragen. Ah, okay. Dann gehen wir mal auf den Balkon. Reden wir nochmal mit ihr. I was looking for you. Do you smoke, Mr. Shulsky? I've quit. In light of our approaching conversation, why don't we dispense with the pleasantries? Call me Svetlana. Victor. Ask. Die Affäre mit deinem Vater ansprechen. You two had an affair. Two grown-up, lonely people found momentary comfort in each other's arms. But romance wasn't behind that relationship. It was just that we were both looking in the same direction. Zunächst nach dem menschlichen Gesicht deines Vaters fragen. I didn't have the chance to get to know him as a person, much less one who'd show such emotion. You mean
Love. That? Was it love? I miss him. That's all. What do you mean by looking in the same direction? Von der angesenkten Notiz erzählen. The burned note. Who sent it? I only sensed underhanded kindness. Da. The Ochrana. I don't know which one of them exactly, if that's what you're asking. I've worked hard at it. Zuerst nach den Ochrana fragen. The Ochrana? It stands for Отделение по охранению общественной безопасности и порядка. In other words, the secret police. Gesundheit. I know what they are. I'd like to know what they want. Knowledge. The Tsar's eyes and ears must be on guard. They infiltrate not only the city, but most importantly, the court. And me and my soirees too, I'm sure. When did you receive this note? A few weeks ago, back before your father. I see. That large travel chest. You changed your mind. About whether or not to pack. Right then, I wanted to escape badly, but that would have had its own consequences. In this game of false appearances, I'm the best. I still don't know how this lovely note ended up in your hands. But in addition, I found a lovely strings of pearls, and on it, your feelings of guilt. Your power is terrifying. Do you know that? Auf den Punkt kommen und sagen, dass du nach dem verschwundenen Grimoire suchst. I hoped you might know something about the Black Grimoire. My father left it to me in his will, but the grimoire has gone missing. No. And the collapsed building? Have you been there? There's nothing there. My dear boy, I know nothing about Stanisław's book. I'm sorry, but I can't help you there. But I will not let you leave empty-handed. I strongly believe that there's one place you ought to visit. What you find there belongs to you. Oh. Thank you. Danke für die Gedankenspur. Briefe. Vaters Briefe an Svetlana waren sehr liebevoll und romantisch. Das hätte ich nicht von ihm erwartet. Wären diese Briefe in den falschen Händen geraten, hätten sie den beiden Liebenden beträchtlich schaden können. Okay. Also mehr als das finden wir dann nicht. Oh. I know you. I remember you from books. What's your name? Don't run away. Splendid ladies, distinguished gentlemen, the hour is at hand. With lights dimmed and the curtains drawn, the souls of the dead slowly gather among us. On their command, I will give the chosen among you a tarot card as your invitation to the table. For you, sir? Tarotkarte. Die Emotionen in der Karte lassen sich beinahe in Flammen ausbrechen. Die Thaumaturgin muss die gesamte Feindseligkeit, die sie in sich heraufbeschworen konnte, in die Karte gesteckt haben. Sie gilt mir. Vielleicht sollte ich mich an die Seance beteiligen und sei es nur aus Trotz. Wir untersuchen die Karte. Fool. Our dear madame is fooling around and thinks you can scare me off. I'm done wasting time on this.
Let us gather in secret ritual. Let's not keep the souls waiting too long. Let us also make every effort together not to spoil their visit. Im Schutz der Dunkelheit. Madame Samira hat darum gebeten, dass die Fenster verdunkelt und die Lichter gedimmt werden. Für die Seance ist eine bestimmte Atmosphäre erforderlich, weshalb das Apartment abgedunkelt werden muss, bis sie vorüber ist. Aber ich würde tatsächlich sagen, dass wir hier beim nächsten Mal weitermachen. Dementsprechend bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen, freue mich wahnsinnig aufs nächste Mal und bis bald.